Moin Leute, wir sind's, der Michel und die Annie. Hi. Ja, zweite Folge zum Focus RS. Heute geht's mal im Innenraum weiter tatsächlich. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar könnt ihr jetzt die P1TV-Shirts und die Pullover offiziell im Shop erwerben. Es ist jetzt online. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Gibt es auch in Kürze noch Sticker. Kann ich ja mal ein Foto einblenden. Es gibt einen kleinen Sticker und einen großen Sticker, so ein Deckel auch fürs Auto, fürs MacBook, für den Laptop, was auch immer, wo man sich das draufkleben möchte. Ist also jetzt online und wir sind am Samstag beim RST-Treffen. Da könnt ihr uns dann vielleicht treffen. Also die Ford-Freunde, die da auch das RST-Treffen besuchen am Nürburgring. Das große 7. internationale Focus RST-Treffen. Und da sind wir dann zum zweiten Mal dieses Jahr. Das erste Mal mit diesem Auto, letztes Jahr noch mit dem Fiesta, den ihr ja so schmerzlich vermisst. Und ja, es geht los. Heute geht's um ein Navi, um ein schönes Radio, ein Doppel-DIN-Radio mit DVD-Player. Wobei der DVD-Player eher die zweite Geige spielt, der ist eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass dieses Radio hier ein Android 5.1-System hat und dementsprechend natürlich viel mehr kann als das Radio, was hier standardmäßig im Focus ist. Der Focus RS, den gab es ja auch mit Navi. Das Navi habe ich allerdings hier nicht drin. Ich habe ja die... Der blaue ist Navi, das war total scheiße. Genau, also der Focus RS, den gibt es mit Navi, gab es den zu bestellen. Meiner hat es nicht drin, der hat den kleinen Bordcomputer, hat das kleine Radio sozusagen, das Sony-Radio, das eigentlich nicht viel kann außer Radio. Muss man einfach mal so sagen. Also das CD natürlich, klar. Es ist nicht umsonst ein Radio. Es kann natürlich CD und... aber das war es dann auch schon mal. Konnektivität, Bluetooth, sowas alles, das gibt es mit diesem Radio nicht. Es gibt hier einen AUX-Anschluss, der ist vorne rechts im Handschuhfach zu finden, aber das musst halt so ein Kabel immer legen und du kannst auch nicht mit den Tasten am Lenkrad Titel weiterschalten und sowas. Das ist halt alles suboptimal. Dann auch Navi natürlich. Ja, und das werden wir jetzt mal einbauen. Ich zeige euch einfach mal, wie das vonstatten geht. Altes Radio raus, Blende ab. Also umgekehrte Reihenfolge. Blende ab, Radio rein. Nee. Radio raus. Umgekehrte Reihenfolge. Blende ab, Radio raus, Radio rein. Mal sehen, wie Plug-and-Play das ist. Das Android-Radio ist von Pumpkin. Kostet um die 330 bis 350 Euro. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung rein. Gibt es auch für den Mondeo, für den Ford S-Max und so weiter. Die hatten ja zu dem Baujahr 2009, 11 bis 11 so die Zeit, hatten die alle dieses gleiche Radio und das passt da entsprechend auch überall in die Fords rein. Gibt es auch für diverse andere Hersteller. Wir packen einfach mal alles aus, was dazugehört. Also das ist das Kernstück natürlich. Annie einmal am Karton. Natürlich die sämtliche Kabellagen, die jetzt dazugehören. Noch ein USB-Kabel. Diesen CAN-Bus-Adapter, der hier noch dran ist. Direkt für Ford. Dann kannst du immer umschalten, während ich fahre. Ja, bitte, ich jetzt bei V auch nicht. Ja, genau. Wir werden gleich mal gucken, inwieweit wir da überhaupt alles von brauchen. Ich denke mal, wir werden davon gar nicht alle Anschlüsse brauchen. Ja, viel mehr ist da gar nicht drin. Dann noch 3 kleine Zettel. Einmal die Garantiekarte. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also ihr könnt das innerhalb von 30 Tagen auch einmal wieder zurückgeben, wenn ihr es bestellt habt. Das war übrigens super schnell da. Ich habe das Freitag bestellt, heute ist Dienstag. Also sehr schnelle Lieferung auf jeden Fall. Die haben auch, die haben hier ein Lager in Deutschland. 18 Monate Herstellergarantie bei Garantieproblemen ist dabei. Und genau, dann noch hier eine kleine Supportkarte mit Supportadresse und so, wenn man da dem Support schreiben will. Und ein User Manual, auch in Deutsch übrigens. Sehr lobenswert für das Android-System, was da drauf ist. Wie gesagt, Android 5.1. Wenn man jetzt das System schon mal gekauft hat, früher mit Android 4.4 war das, glaube ich, dann kann man da auch ein Update machen, kein Problem. Also es werden auch Updates für die Geräte ausgespielt von Android oder besser gesagt vom Hersteller mit dem neuesten Android-System. Ja, und Annie, du kannst während der Fahrt jetzt in Zukunft DVD gucken. Einfach Fluch der Karibik rein und dann lange Autofahrt. Ne? Ja, das System ist auch erweiterbar für Rückfahrkamera zum Beispiel. Gibt es ja Nachrüstrückfahrkameras, die man sich oben übers Nummernschild oder so klemmt. Das kann man dann auch über die kompletten Kabelstränge mit dem Auto vorne verbinden. Dafür ist es kompatibel. Es gibt eine Zusatzbox mit DAB Plus für diese besonderen Radiosender, die man noch über DAB empfangen kann. Sunshine oder wie die da heißen, keine Ahnung. Und dann könnt ihr auch noch, Rückfahrkamera, DAB Plus ist möglich. Auch tatsächlich Screens anzusteuern. Zum Beispiel, wenn ihr euch Screens noch in die Vordersitze baut, hinten für die Leute auf der Rückbank. Auch das funktioniert. Also ihr könnt da 2 Screens noch streamen und alles mögliche, wenn ihr DVD guckt. Also unfassbare Möglichkeiten. Ja, fangen wir mal an. Und alle wie dachten sich, jetzt warm liegt deine Kuchengabel im Auto. Die hat noch gar keiner gesehen. Die kommt jetzt erst, der große Einsatz der Kuchengabel. Jo, Schritt Nummer 1 ist, diese beiden kleinen Schräubchen hier rauszudrehen. Ja, nebenbei bemerkt schon mal, also das wird sich schon ganz gut einfügen. Das hat ja die gleiche Form logischerweise. Und ich habe geplant, hier die Blenden noch zu ersetzen.
dieses Klimabedienteil und auch die kleinen Taster unten durch die RS500-Teile, denn die sind nämlich schwarz, so mattschwarz, eigentlich genau wie die Oberfläche von dem neuen Navi. Und das wird sich, denke ich mal, dann sehr gut machen. Also so beißt sich das natürlich noch momentan ein bisschen mit diesem, mit diesem Silberlook. Ja, das wird dann verbannt. Kann man später nochmal ein Update zu machen oder so. Und das ganz gut aussehen. Ja, wir haben hier den Vorteil dann auch gleich beim Abmachen der Plastikverdeckung, dass man hier recht gut rankommt. Beim Ford Mondeo MK4, glaube ich, ist das. Da musst du tatsächlich hier den kompletten Bereich, die ganze Schaltung und so, da musst du komplett diese ganzen Blenden abmachen. Das ist beim Focus zum Glück ein bisschen leichter. Dann legen wir das erstmal kurz beiseite. Nächster Schritt ist dann einmal, musste so einen kleinen Kant müsste man haben, einfach um das hier rauszuholen. Ich habe jetzt einfach mal die Kuchengabel dabei, tut's auch. Ist eigentlich voll egal. Dann müssen wir einfach hier so ein bisschen dahinter und das so an den Clipsen irgendwie raushebeln, ohne es abzubrechen. Gucken, ob ich das hier am besten bewerkstellige. Mal oben an. Ja, es hört sich schon ganz gut an. Erstes raus. Jetzt nach unten. Jawohl, es kommt einem sehr schnell entgegen. Ein bisschen Vorsicht natürlich gerade beim RS-ST, da ist es ja in so einer Carbon-Optik gehalten. Da sollte man vermeiden, dass man das zu sehr biegt, weil dann irgendwie so kleine Haarrisse da auch entstehen können. So. Jetzt ist noch, glaube ich, in der Mitte noch geklipst. Jetzt. Perfekt. Super. So, die 4 Schräubchen hier einmal nur ab. Ja, wir waren übrigens bisher nicht untätig. Der Focus hat auch noch bisher schon Federn bekommen. Und er hat auch die RS500 Airbox bekommen. Da machen wir noch mal extra was zu. Und bei den Federn warte ich noch ein bisschen so Langzeiteindruck, bis sie sich noch ein bisschen gesetzt haben. Weil das sind nagelneue H&R-Federn jetzt, 30 mm. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich glaube, das ist da vorne noch... Okay, so, jetzt kommt es schon raus. Goodbye, altes Radio. So, gleich mal schauen, wie das hinten angeschlossen ist. Ja gut, das eine große Ding kommt ja da rein und das andere kleine Ding rechts rein. So Leute, also ist im Prinzip wirklich Plug and Play. Ihr müsst einfach nur dieses schwarze Bauteil hier, muss man ein bisschen hochklappen. Da muss man hier einmal so so einen kleinen schwarzen Knopf drücken und dann kann man das hier hochschieben, dann kann man das gut rausziehen. Also gut ist übertrieben, es ist ganz schön widerspenstig. Und im Prinzip diesen Bereich aus dem alten Radio raus. Das alte Radio legen wir jetzt mal nach hinten. Und dann einfach dieses Teil hier nehmen. Das liegt dem neuen Radio bei. Einmal hier anschließen. Also gibt davon ein zweites Bauteil mit dem CAN-Bus, wie gesagt. Aber das hier, da steht auch drauf Ford Mondeo. Ich habe es jetzt nicht gebraucht. Ich habe jetzt das quasi schlankere Teil genommen. Sollte soweit eigentlich klappen. Der Verpackung liegt auch noch ein kleiner Adapter bei für die Antenne. Da ist nämlich hier, normalerweise steckt ihr dann hier rein. Und dann könnt ihr auch hier den normalen Antennenanschluss da ranpappen. Dann müssen wir mal schauen, GPS. Auch da liegt ein GPS-Sender dabei in der Verpackung. Da muss ich bloß mal schauen, wie ich den hinten verlege. Wie gut der Empfang ist, wenn man den irgendwie im Innenleben lässt oder ob der nach draußen muss oder durchs Handschuhfach gefädelt werden muss. Da müssen wir gleich noch mal gucken. Der kommt dann hier oben dran. Ansonsten, wie gesagt, Plug and Play. Wir können ja schon mal den Test machen. Ich werde schon mal erst die Antenne dran. Genau, jetzt können wir ja schon mal einschalten. Zündung. Ja, Radio geht auch schon direkt an. Sehr gut. Nicht, dass wir GEMA-Probleme bekommen. Ja, es ist ein Android-System, ganz klassisch, so wie man es auch kennt, mit Touch-System, also so wie auf dem Handy eigentlich auch. Im Prinzip, was es hier ist ein Tablet. So gesehen, das System erkennt es als Tablet und genauso dementsprechend funktioniert es eben auch. Warum ist denn hier ein Windows-Emblem? Ah, okay. Das ist im Prinzip nochmal eine etwas andere Übersicht für alles. Also eine alternative grafische Oberfläche, wenn man so will, wo man eben verschiedene Applikationen verknüpfen kann. Ja, also wir wollten ja bloß mal kurz feststellen, ob es funktioniert. Das tut es. Das Radio funktioniert. Wegen GPS müssen wir gleich mal gucken. Und Handy mit Bluetooth verknüpfen und so. Da schauen wir uns alles nochmal im Einzelnen genauer an. Hier kann man sozusagen, ich verstehe, man kann hier so ein bisschen auf so eine verschiedene Oberflächen umschalten, wenn man so will. Genau, hier im Prinzip Apps, E-Mail, Gmail ist schon drauf, die Google Apps sind schon weit vorinstalliert. Hier kann man die Tasten belegen. Können wir gleich auch nochmal zeigen. Also wenn es dann angeschlossen ist, dann gucken wir gleich nochmal. Und dann einmal rein mit dem ganzen Wurstelkram. Also ich werde mal schauen, dass ich jetzt diesen ja GPS vorher anschließen? Genau, deswegen wollte ich gerade sagen.
Und, ne, die GoPro wollte ich da nicht reinlegen. Ja, können wir mal gucken. Ich lege es einfach mal hier so in den Bereich einfach rein. Da muss es ran. Da muss es auch ran. Nee, das sollte soweit schon passen. Müssen wir es bloß noch festschrauben. Ja, viele andere Möglichkeiten gibt es ja fast gar nicht. Nee, eigentlich nicht, ne? 4 Löcher müssen 4 Löcher bauen. Ja, also wir sehen, sieht alles schon mal gut aus. Dann mache ich jetzt die Blende noch drauf und dann können wir mal gucken. So, das ist der finale Zustand. Ich mag ja vor allem den OEM-Style, dass es sich so nahtlos einfügt einfach ins Auto. Ja, gucken wir nochmal, wie lange die Bootzeit jetzt ist. Ich lasse mal einen Timer nebenbei laufen. Und kein Hersteller-Logo draufsteht zum Beispiel. Das sieht man auf den Bildern online. Sieht man da tatsächlich so ein Pumpkin-Logo. Da ist der untere Bereich hier ein bisschen dicker. Aber das ist ja umso besser eigentlich, ne? Ja, also ich führe euch hier einmal ein bisschen durch. Ja, das Display spiegelt jetzt im Video ein bisschen. Tatsächlich ist es bei Tageslicht sehr gut zu sehen alles. Die Schriften sind sehr klar. Display spiegelt ein kleines bisschen. Aber trotzdem ist es jetzt, ja, wenn man wirklich davor sitzt und also ohne Kamera sieht es ein bisschen besser aus. Das Spiegeln ist nicht ganz so schlimm, wie es hier jetzt auf dem Display ist. Ich führe euch mal kurz durch. Zum Beispiel das mit dem Ford-Logo am Anfang. Das muss man erstmal einstellen. Ich gehe mal hier in diesen Windows-Bereich, da komme ich schneller in die Einstellung. Genau, also im Prinzip hier die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, WLAN, Display, Tastenbeleuchtung. Du kannst auch tatsächlich hier im Dunkeln, kannst du die Farbe der Tasten anpassen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich hier im Hellen nicht wirklich sehen. Man sieht es ein bisschen, das jetzt leuchtet zum Beispiel grün oben, ne? Jetzt rot, blau. Also das kann man tatsächlich selber einstellen, auch selber über RGB-Code. Das ist ganz gut, aber da es hier die restlichen Armaturen alle rot leuchten, macht es Sinn, das hier auch rot zu lassen. Sieht einfach besser aus. Ja, genau. Dann, wie gesagt, um zum Beispiel das Herstellerlogo zu ändern, müsst ihr in die Werkseinstellung. Passwort ist hier 126. Kann man, glaube ich, aber auch ändern. Steht auch im Handbuch, also einfach Handbuch lesen. Und da steht also auch alles drin. Ja, genau, hier jetzt die Möglichkeit, eben das Herstellerlogo auszuwählen. Macht jetzt in einem Ford nicht sonderlich viel Sinn, ein Fiat-Logo reinzumachen. Außer man fährt einen alten Ford Ka. Ich glaube, die wurden ja von Fiat gebaut. Ja, genau, Radio-Band kann man einstellen für die verschiedenen Länder. Also das ist quasi die Admin-Einstellung, wenn man so will. Genau, einmal raus. Ja, dann habt ihr eigentlich 5 Möglichkeiten, Musik zu hören. Das war mir relativ wichtig. Konnektivität auch im Musikbereich. Ihr habt die Möglichkeit, entweder über USB bzw. auch einen Datenträger, in dem Fall hier eine Mini-SD-Karte, Musik über den Media Player zu hören. Ihr habt die Möglichkeit, oh, warte mal, das ist, zack, genau, das ist der Musikplayer. Ja, natürlich auch ein eigenes Hintergrundbild kann man sich einstellen, ne? Das ist natürlich ganz normal Android, einfach hier kurz gedrückt halten, dann auf Galerie und dann könnt ihr euch hier Bilder auswählen. Ich habe hier mal so ein paar einfach auf die Mini-SD gepackt. Der Ford GT, der rote, kann man machen, ne? Auch wenn es ein Focus RS ist, aber so der Traum für später vielleicht mal hier direkt festgehalten. Ja, also 2 kleine Kritikpunkte habe ich auch. Das ist zum einen, dass ich die Schriftart von dieser Uhr nicht besonders mag. Die ist nicht so hübsch. Und ja, Bass ist nicht so doll. Da muss man ein bisschen tricksen. Also ich habe mit dem Equalizer habe ich noch ein bisschen Bass rausbekommen. Tatsächlich. Also das ist meine Einstellung. Vor allem die beiden hier im 500 Hertz und 1K Bereich. Die habe ich ein bisschen runtergezogen. Dadurch habe ich schon ein bisschen mehr Bass rausbekommen auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall klar. Und ansonsten, ja, dann zeigt er bei Bluetooth. Also Bluetooth wäre dann die zweite Möglichkeit. Bei Bluetooth zeigt er leider die Titel nicht an. Das ist mir ein bisschen schade. Titel zeigt er halt beim Media Player, zeigt die Titel an, wenn du das auf der Karte halt hast. Oder über USB, aber über Bluetooth zeigt er die Liedertitel nicht an. Naja, nicht, also halb so wild, aber wäre besser, wenn es so wäre, ne? Ne, und habt die Möglichkeit natürlich Radio, CD und ja, wenn ihr halt einen mobilen Hotspot aufmacht oder halt hier euch mit einem 3G USB-Stick verbindet, den bietet Pumpkin auch direkt an, kann man hinten dann anschließen. Entsprechend mit einer SIM-Karte UMTS plus HDSAP, whatever, 3G halt, ne? Bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde. Ja, damit
Könnt ihr dann auch quasi Spotify nutzen, Musikdienste, das wäre dann die 4. Möglichkeit, 5. Möglichkeit, klar, CD-Radio. Ja, also das ist ganz gut. Ja, dann gibt es auch die Videomöglichkeit, Videofunktion. Da kann man dann im Auto P1 TV gucken. Natürlich auch mit YouTube. Du kannst die YouTube-App runterladen, YouTube gucken. Das sind natürlich alles keine Fahrer-Features, sondern Beifahrer-Features. Da sollte man als Fahrer natürlich die Finger von lassen, es sei denn, man steht gerade wirklich in einem fetten Stau, stundenlang. Aber die Qualität, auch der Ton davon, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Bin ich sehr begeistert von tatsächlich. Glasklares Bild. Jetzt ist er gerade. Achso, ne, jetzt kommt der. Das ist der Horizon 3 Trailer. Super. Das ist auch eine tolle Klangkulisse tatsächlich. War ich sehr überrascht, positiv. Ja, also das ist natürlich Spielerei, klar. Nice to have. Ich finde es ganz witzig tatsächlich. Na gut. Ja, dann vielleicht noch kurz zur Belegung der Tasten. Ich habe ja hier meine Multifunktionsschalter genau unter dem Lenkrad. Ne? Das ist ganz, ganz gut. Und dementsprechend habe ich hier Volume hoch. Ich kann auch dann hier, mal gucken, wir können ja mal schauen. Also hier kann ich dann auch entsprechend Titel wechseln, muten und eben Lautstärke verstellen. Das funktioniert hierüber auch ganz gut. Da gehen wir einfach mal in den Bereich Key Study. Und hier kann ich also die Tasten einfach belegen. Da sehen wir es dann auch schon, was ich da belegt habe. Ja, ganz praktisch. Wir können ja mal einmal einen Test machen. Ich will jetzt nicht komplett resetten. Aber jetzt steht hier halt, ne, also Volume Down. Definieren. Dann klicke ich hier drauf. Und dann sehen wir gleich so, zack. Ja. Ja, hat er jetzt schon gespeichert, deswegen macht er jetzt gerade nichts mehr, aber ja, die Tasten kann man hier belegen. Funktioniert alles Plug and Play. Also ich war wirklich überrascht, wie einfach sich das alles installieren ließ. Und ja, entsprechend auch schon gesagt eigentlich, Navigation, habt ihr die Offline-Navigation mit diesem iGo. Könnt ihr auch online unterstützen lassen mit Verkehr und so. Oder eben auch Google Maps, das ist also auch hier schon vorinstalliert. Also Google Maps funktioniert also auch. Jetzt natürlich offline, deswegen findet er nichts. Man kann ja, wenn man dann einmal bei Google Maps online war, kann man die Maps ja auch offline abspeichern. Also das funktioniert also auch. Notfalls, wenn man mal keine große Bandbreite mehr hat. Also ich denke mal, mein Szenario wird jetzt sein, einfach einen mobilen Hotspot zu eröffnen. Das habe ich gestern schon mal ausprobiert. Ist dann halt echt blöd, wenn wenn deine Datenrate abgelaufen ist. Dann kommt natürlich nicht mehr so viel an, ne? Aber gut, da kann ich dann, ich habe Prepaid Karte, da kann ich dann für 2 Euro oder so wieder die Bandbreite nachbuchen. Aber da muss man einfach mal schauen. Also so oft fahre ich ja auch längere Strecken nicht. Manchmal nutze ich einfach Google Maps, um auch zu wissen, ob irgendwo Stau ist. Also gar nicht mal, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss, sondern einfach, um die kürzeste Route zu sehen, weil Google Maps wirklich, finde ich, eine sehr gute Verkehrslagenerkennung hat und eine sehr gute Routenumfahrung hat, finde ich zumindest. Genau, also noch kleiner Kritikpunkt beim Radio. Mit Olli Briesch immer schnell muten. Ja, da habe ich ja wie gesagt schon gesehen, dass die Schriften von den Buttons ein bisschen verkrisselt sind, was auf dem Video auch nicht rüberkommt. Aber sonst, ja, ich bin zufrieden. Also sehr, sehr gut. Ist definitiv ein Fortschritt im Vergleich zum Standardsystem, das ist ja mal klar. Und ja, ich frage mich ja, wie lange man hier ein Video drin gucken kann, im Stehen, bis die Batterie leer ist. Vielleicht habt ihr da Erfahrungswerte oder die Ahnung, dass ihr sagen könnt, ja, so die Batterie hält so und so lange, wenn man hier sich 1,5 Stunden im Auto abends einen Film anguckt. Also da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, man sollte es da nicht übertreiben. Nee, aber sonst ist echt schön. Ja, also noch was Display-Helligkeit, Display-Schärfe. Auch im Tageslicht finde ich das sehr, sehr gut. Jetzt mittlerweile spiegelt es auch nicht mehr ganz so doll. Dann Klangqualität ist ein kleines bisschen klarer, ein kleines bisschen besser als mit dem Standardradio. Der Bass fehlt ein bisschen, aber da habe ich ja schon die Equalizer-Einstellung gezeigt. Dann, Telefonqualität, denn logischerweise mit Bluetooth-Verbindung ist auch Freisprech-Telefonieren möglich. Haben wir auch mal getestet. Ich saß hier drin, die Annie saß unten, hat dann mal angerufen und laut ihrer Aussage war die Sprachqualität soweit auch okay, verständlich. Ich bin mit dem Gerät bisher sehr zufrieden. Ich werde auf jeden Fall auch einen Langzeiteindruck irgendwie mal liefern. Mal schauen, wie das dann auch mit Hotspot und so weiter läuft. Freue mich dann schon auf meine schwarzen Elemente hier unten. Und in diesem Sinne kann ich dieses Gerät zunächst mal uneingeschränkt weiterempfehlen. Also macht sehr viel Spaß. Android macht ja auch absolut Sinn als Bedienkonzept.
Ist ja eine erprobte Software soweit auch. Ich hoffe, dass es nicht mit der Zeit irgendwie langsamer wird, denn bisher muss ich sagen, die Bedienung, die ist super flüssig, das reagiert einfach spitzenmäßig, super responsive, da kann sich manches System von anderen Herstellern, also Seriensystem, eine Scheibe abschneiden. Also jeder Knopfdruck kommt sofort an. Ja, schauen wir mal, ob es so bleibt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Beim nächsten Mal, verspreche ich euch, gibt es auch ein bisschen mehr Fokus von außen, Fokus fahren, Fokus Fahreindrücke. Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao.